Neue Achterbahn fürs Freizeitland Geiselwind. Im Europapark passiert achterbahntechnisch auch wieder einiges. Dazu super viele Kirmesneuheiten und in Tripsdrill macht man länger. Das alles jetzt hier in diesem Video. Mahlzeit, herzlich willkommen beim Radio-Video-Magazin und einem neuen News-Video meinerseits. Und heute haben wir wieder einiges Spannendes für euch zusammengetragen. Habt ihr ja gerade im kleinen Pre-Intro schon gehört. Also es ist echt wieder einiges los und das an Halloween selbst. Ihr habt hoffentlich in den letzten Tagen die ganzen Halloween-Videos hier auf dem Kanal verfolgt. Wir haben einige Halloween-Events in Deutschland besucht. Checkt das gerne mal aus. Auf dem Kanal findet ihr dazu einiges. Und nur für einen kleinen Überblick von Moviepark Germany und Attraction Park Lachhahn über die Bavaria Filmstadt, Skyline Park, Bayern Park, Erlebnispark Tripsdrill oder auch den Freizeitpark Plon, haben wir alles hier gezeigt, die Events. Wenn ihr das nicht gesehen habt, habt ihr jetzt die Gelegenheit, das nachzuholen. Für anderen geht es gleich los mit dem News-Video. Vorher vielen lieben Dank für den Support und das Sponsoren dieses Videos an SBF Visa, Hersteller für Fahrgeschäfte und Achterbahnen aus Italien. Und witzigerweise sind die zusammen mit Christoph Wunderlich CW Attractions Erstausstatter für einen neuen Freizeitpark, der 2026 in Deutschland eröffnen wird. Den zeigen wir euch auf der Baustelle nächste Woche hier auf dem Kanal. Abo vielleicht schon mal da lassen. Unterstützt das Ganze hier, kostet euch nichts. Und da erzählen wir auch ein bisschen mehr dazu, was von SBF Visa mit CW Attractions in diesen neuen Freizeitpark in Deutschland kommen wird. Aber bevor es damit losgeht, starten wir zum Europapark und Euromir. Eigentlich schon sehr lange klar, dass die Achterbahn Euromir nicht mehr lange so weiterfahren wird, wie sie aktuell fährt. Euromir ist ein Spinning Coaster, also eine Achterbahn mit drehenden Gondeln aus dem Hause Mack Rides. Und gleichzeitig ist die Familie Mack auch Betreiber des Europaparks. Das ist so deren Ausstellungsfläche. Und seit 1997 gibt es diese Achterbahn im Ruster Freizeitpark. Und die Fahreigenschaften sind jetzt nicht mehr State of the Art und wie man es heute so ein bisschen gewohnt ist. Und überhaupt ist die Bahn echt in die Jahre gekommen. Und dieses Projekt wird jetzt auch offiziell angegriffen. Wie gesagt, es ist schon lange klar, dass das so das nächste Ding ist, wo der Park was dran ändern wird. Und nach Voltron Nevera, dem Thrill Coaster, der eröffnet hat, wird das Ganze natürlich auch wieder eine familienfreundlichere Achterbahn. Man wird mit dem Ganzen eigentlich ein neues Thema und das Raumfahrtthema wird im Europapark größer und man ist wohl auch schon in Gesprächen mit der ESA, der Europäischen Raumfahrtbehörde, für eine eventuelle Kooperation. Bedeutet gleichzeitig, der russische Themenbereich wird etwas kleiner, der verschwindet nicht, das historische Russland bleibt definitiv im Europapark gehalten, aber man wird erweitern mit der neuen Achterbahn und neuen Fahrgeschäften in einen Raumfahrt-Themenbereich. Und geplant ist die Fertigstellung dieses Riesenprojekts 2028. Und wenn wir jetzt hier thematisch schon in Baden-Württemberg unterwegs sind, gehen wir zum Erlebnispark Tripsdrill, den wir ja auch wie gesagt in einem Halloween-Video hier gezeigt haben. Und es gibt eine extra Gaudi, eine Saisonverlängerung. Noch bis zum 2. November hat der Park ja täglich regulär geöffnet, aber aufgrund der hohen Nachfrage und weil so viele Bock von euch haben, den Erlebnispark Tripsdrill zu besuchen, was ich absolut verstehen kann und zu Recht, legt man noch mal einen drauf. Es gibt noch mal einen kleinen Bonus und zwar am Wochenende vom 8. und 9. November hat der Erlebnispark Tripsdrill noch einmal von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Und als extra Goodie gibt es sogar noch vergünstigte Eintrittspreise. Alle von 4 bis 11 Jahren und Senioren ab 60 Jahren zahlen nämlich nur 33 statt 41 Euro und alle, die dazwischen fallen, zahlen statt 46 Euro nur 37 Euro. Das Ganze bei den Online-Tickets und es ist ja sowieso, also Preis-Leistung stimmt in Tripsdrill definitiv. Ich habe immer das Gefühl, man hat den Park als so kleinen Park im Hinterkopf, aber eigentlich ist das ein gigantisch großer Park mit einem Wahnsinns-Attraktionsportfolio und einer unfassbar guten Gestaltung der Attraktion. Wenn ihr noch nicht da wart, fahrt jetzt dahin, überzeugt euch von dem Ganzen. Und wenn ihr das jetzt nicht mehr schafft, könnt ihr ab dem 21. März 2026 natürlich auch zum Saisonbeginn wieder in den Erlebnispark. Ihr könnt aber auch den ganzen Winter über das Wildparadies sowie das Naturresort besuchen und dort übernachten. Es gibt ja sehr coole Baumhäuser, die wir am Kanal schon gezeigt haben. Und es gibt auch Schäferwagen, die wir demnächst hier auf dem Kanal zeigen werden. Und das Wildparadies sowie das Naturresort haben nicht nur ganzjährig geöffnet und das mit den Übernachtungsmöglichkeiten, sondern ab Ende November startet auch der Winterwunderwald. Also checkt das aus, fahrt dahin und habt einfach mal eine entschleunigte, gute Zeit und ohne viel Action, Thrill und Abenteuer, sondern einfach ein bisschen Quality Time. Und wenn wir schon in dieser Region sind, bleiben wir kurz beim Schwabenpark im weitesten Sinne. Da hatten wir nämlich in einem der letzten News-Videos ja schon mit drin, dass die Achterbahn Wilde Hilde
den Schwabenpark verlassen wird. Und ich habe euch gefragt, was könntet ihr euch denken, wo die Bahn hingeht? Und da war sehr viel dabei, was wirklich sehr weit weg war, teilweise mit wirklich sehr kreativen Begründungen, aber es waren auch ein paar richtige Antworten dabei. Freizeitland Geiselwind wird die neue Heimat von der wilden Hilde und der Hühnerstall wird im neuen Zuhause 2026 eröffnen. Ich habe mir gewünscht, gehofft, dass es ein anderes, neues Thema geben würde, aber offensichtlich behält man das Thema der wilden Hilde bei. Aber nichtsdestotrotz eine neue Achterbahn fürs Freizeitland Geiselwind 2026. Eine neue Achterbahn 2026 bekommt auch Mandoria. Mandoria haben wir auch schon auf dem Kanal hier öfter mal erwähnt und wir waren auch schon dort und haben euch das Ganze gezeigt. Da passiert ja auch einiges und das Ganze ist ein sehr schön gestalteter, detailreich gestalteter und mit sehr coolen Attraktionen ausgestatteter Indoor-Freizeitpark in Polen, der aber jetzt expandiert und nach draußen geht. Und auch da haben wir euch schon einiges gezeigt, denn es wird eine neue Achterbahn geben 2026 und zwar einen Bobsled Coaster von Gerstlauer Amusement Rides. Und wenn ihr die Bilder gerade seht, könnt ihr euch vielleicht vorstellen, welche Bahn das ist. Vielleicht kennt ihr das Layout und ihr habt das schon mal gesehen oder ihr wisst, ihr kennt es, aber kann es noch nicht ganz zuordnen. Das ist das Tiki-Waka-Layout aus dem Walibi, Belgien. Da erstmalig gebaut hier in Polen, dann das zweite Mal. Coole Neuheit und gucken wir uns auf jeden Fall an. Vor allem sind es, glaube ich, dann mit der Bahn 3 Credits, die neu sind für uns seit unserem letzten Besuch. Der Park wächst auch stetig und das in einer wirklich hohen Qualität. Ein Park, den wir auch schon lange nicht mehr besucht haben und der 2026 ebenfalls eine neue Achterbahn bekommt, ist Kentucky Kingdom. Und Kentucky Kingdom wird 2026 einen SFC bekommen, einen Suspended Family Coaster und das mit einem Custom Layout. Und das ist grundsätzlich immer cool, aber hier ein bisschen was Besonderes, denn Kentucky Kingdom gehört auch zu Herschend Entertainment und Herschend Entertainment hat zum Beispiel ja auch den Freizeitpark Dollywood. Dollywood hat 2019 ein Suspended Family Coaster von Vekoma eröffnet mit einem Standard-Layout. Das, was ihr zum Beispiel auch aus dem polnischen Energylandia kennt oder Orkanen, das ursprüngliche Layout des Ganzen im Farup Sommerland in Dänemark. Alles hier auch schon oft gezeigt. Und in Kentucky bekommt man einfach ein Custom-Layout, was ziemlich cool aussieht, ziemlich, ja, und das Areal umschließt, aber auch durchquert und nicht einfach nur ja, wir haben hier die Achterbahn, die steht jetzt hier und dann ist das Ganze fertig. Die rund 20 Meter Höhe werden für rund 60 km/h Spitzengeschwindigkeit sorgen und ihr habt eine Strecke von 420 Metern, die bei dieser Bahn durchfahren werden. Sieht echt cool aus, sehr geiles Achterbahnmodell, was mir persönlich super viel Spaß macht und glaube ich ganz cool zur, ja, ein bisschen neuen Herschend Kentucky Kingdom Ausrichtung passt. Aber es müssen nicht nur immer neue Achterbahnen sein. Rainbow's End hat gerade einen neuen Huss Park Attractions Ride eröffnet und zwar ein Pirate Ship, die klassische Schiffsschaukel. Und witzigerweise lief im neuseeländischen Rainbow's End 40 Jahre lang eine Huss Schiffsschaukel, die 2017 in den wohlverdienten Ruhestand geschickt wurde. Aufgrund massiver Fanwünsche gibt es jetzt aber eine komplett neue Schiffsschaukel von Huss Park Attractions in Rainbow's End. Und wenn sich einer wundert, warum die vielleicht jetzt gerade geöffnet haben, Australien, andere Seite der Welt, da ist jetzt Sommer quasi. Und jetzt startet da einfach die Hauptsaison in den Freizeitparks, wo wir hier alles zumachen. Wenn ihr mehr über die Neuauflage von Pacifica erfahren möchtet, findet ihr das auf den Social Media Kanälen von Huss Park Attractions. Und warum sage ich euch das und packt das nicht mit hier ins Newsvideo? Die stehen auf Instagram kurz vor den 1000 Followern und es wäre doch ziemlich cool, dass wir jetzt am Wochenende alle mal darüber gehen und die 1000 voll machen. Fände ich irgendwie witzig, cool, hätten sie sich verdient. Und wir machen in der Zeit weiter mit einem Park, den es auch bald nicht mehr geben wird. Die Frage ist gerade echt, was passiert schneller? 1000 Follower auf Instagram bei Huss Park Attractions oder das Ende von Six Flags America? Haben wir nämlich auch sehr oft schon hier am Kanal drüber gesprochen. Six Flags America, ein großer Six Flags Freizeitpark, also nicht groß, aber normal großer Six Flags Freizeitpark in den USA, wird schließen. Und zwar, wir haben heute den 31. Oktober, haben die noch 2 Tage. Am 2. November ist der letzte finale Saisontag und dann schließt Six Flags America für immer seine Tore. Und wir haben in vielen Videos schon drüber gesprochen, kurz abgeholt. Six Flags, eine der größten Freizeitparkketten der Welt, und Cedar Fair, eine der größten Ketten in Nordamerika, haben fusioniert, sind jetzt gemeinsam eine Freizeitparkkette geworden. Und im Rahmen von Optimierung und Verbesserungsprozessen hat man sich dazu entschlossen, dass dieser Park komplett geschlossen wird.
Teilweise sind Sachen ja schon aus dem Park in andere Six Flags Parks verschwunden. Was jetzt nach dem finalen Ende von Six Flags America irgendwo in einen anderen Park kommt, ausgeschlachtet wird oder komplett verschrottet wird, steht noch nicht fest, also auf jeden Fall noch nicht draußen öffentlich für uns alle, aber da werde ich euch natürlich hier auch auf dem Laufenden halten. Außerdem gibt es einiges an Neuheiten für Kirmesplätze in Deutschland. Und direkt starten möchte ich mit Hangover the Ride. Das Ganze präsentiert von Kevin Richter und nein, es ist jetzt nicht wie bei der Wilden Hilde ein Besitzerwechsel. Hangover Tower ist nicht Hangover the Ride. Nur weil der Name passt und das Thema und Las Vegas und Ausschnitte aus den Filmen und ja okay, es wird auch ein bisschen absurd, Joker, Hard Rock Café und vieles andere, hat das nichts miteinander zu tun und ist nicht ansatzweise das Gleiche, sondern was komplett Neues und anderes, weil es kein Turm ist, sondern so eine große Bratpfanne, die sich dreht. Das denke ich mir nicht aus, das ist die Überzeugung von vielen, die sowas entscheiden. Ich verstehe es nicht so ganz, aber vielleicht könnt ihr mir das erklären. Die Kommentarsektion gehört euch und wenn ihr schon dabei seid, vielleicht auch direkt, wie das teilweise rechtlich funktioniert mit irgendwelchen Figuren und Charaktern einfach benutzen für seine Geschäfte. Wenn wir schon bei dem Thema sind, Fish Tank kommt auch neu. Von Crystal Cities Oberschelp gibt es ein neues zweistöckiges Laufgeschäft und zwar ein interaktives Unterwasserabenteuer für die ganze Familie, wo spielerisch gelernt werden kann und Wissen vermittelt wird, vor allem zu den Themen Meeres- und Tierschutz. Das ist, glaube ich, auch so eine Attraktion, die muss man sehen und erleben, um überhaupt urteilen zu können, was es am Ende ist und wie es am Ende wirkt und ob das jetzt cool oder nicht cool ist. Also da bin ich sehr gespannt. Da kann ich mir noch nicht wirklich viel drunter vorstellen, was uns da erwartet. Und eine Sache, über die wir schon öfter auch hier in den News gesprochen haben, ist Diabols Residence, die fabrikneue Geisterbahn von Hofnagels, die immer wieder ihre Premiere verschoben hat dieses Jahr. So wie ich das verstanden habe, weil man immer wieder auf die Idee gekommen ist, ey, wir bauen was noch dazu und wir machen noch mehr und wir machen da noch mehr und wir machen da noch mehr. Premiere ist aber jetzt geplant auf dem Hamburger Winterdom, der dann jetzt bald startet. Und da bin ich auch sehr gespannt, habe ich echt Bock drauf, die Bahn zu fahren und zu sehen. Ist ja, glaube ich, auch bei euch schon heiß erwartet. Das ist auf jeden Fall auch eine Neuheit auf deutschen Kirmesplätzen. Wenn euch das alles zu wild, zu viel, zu kalt, zu usselig, zu weiß ich nicht ist, gibt es natürlich auch die Möglichkeit, ihr macht rüber nach Orlando, Florida. Riesiges Mekka für Freizeitparks. Und es gibt eine neue Direktflugverbindung, die jetzt vielleicht nicht unbedingt für jeden relevant ist, aber Iberia hat da so eine kleine Kooperation geführt. Und zwar geht es jetzt von Madrid direkt nach MCO, nach Orlando. Es wurde auch ein bisschen pompöser gefeiert, dass es jetzt diese Direktverbindung gibt. Und wenn ihr zum Beispiel in Warner Madrid seid und den Park besucht, dann könnt ihr von da aus direkt nach Orlando fliegen und dann noch mehr Parks machen. Madrid haben wir nämlich auch vor kurzem erst hier auf dem Kanal in einigen Videos gezeigt. Und ihr feiert jetzt wahrscheinlich Halloween, wenn ihr das Video heute noch seht, oder ihr habt das gestern getan und hattet hoffentlich Spaß und seid jetzt am Feiertag zerstört zu Hause. Und ansonsten solltet ihr die Augen aufhalten. Sonntagabend könnte im Ride Review Shop was Neues auftauchen. Ich hoffe, wir geben Gas, wir versuchen unser Bestes. Mehr dazu demnächst dann hier auf dem Kanal. Und ansonsten jeden Tag 18 Uhr ein neues Video. Ich freue mich, euch morgen wieder zu sehen. Und auch, dass die Abozahl hochgeht, wenn ihr jetzt auf diesen Knopf drückt. Da freue ich mich auch drauf. Und ansonsten sehen wir uns wirklich morgen wieder um 18 Uhr zum neuen Video hier auf dem YouTube-Kanal. Tschüss.